So, hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen, und heute geht's um Löschen einer Linux-Bootsequenz aus dem Bootmanager, aus dem Bootloader, und das gehe ich mit euch ganz kurz durch. Gut, auf jeden Fall, bevor wir jetzt loslegen, noch ein ganz wichtiger Hinweis. Ich sichere die dbedit Bootsequenz vorher noch einmal raus, das seht ihr. Und für die andere Linux-Partition, die ihr löscht, empfehle ich euch eine Datensicherung zu haben, falls ihr da noch wirklich Daten drauf habt. Wenn ihr die dann bearbeitet und Linux gelöscht habt, kommt ihr an die Daten schlecht dran. Sichert die Daten vorher raus, die ihr noch benötigt, auf einem USB-Stick oder eine andere Platte. Oder fertigt euch, falls ihr das schon alles gemacht habt und nicht sicher seid, eine Datensicherung an. Wir arbeiten hier an einer Festplattenpartitionierung. Ihr könnt die ganze Platte zerschießen. Deshalb rate ich dir, mache von deiner Platte komplett ein Backup, bevor du mit diesen Arbeiten beginnst. Jegliche Haftung meinerseits ist diesbezüglich ausgeschlossen. Okay, wenn da irgendwas jetzt schief geht und du hast keine Sicherung, kann ich dir leider auch nicht helfen. Wir schauen uns mal kurz hier auf dieser Maschine die Partition und die Festplatten an. Die sind mir nämlich jetzt auch nicht geläufig. Das möchte ich nicht. Und mir fällt es auch schon direkt ins Auge. Hier, also direkt nach C, zwischen C und D, liegt eine extern 4. Das ist die Linux Partition. Gut, so soll es sein. Dann brauchen wir ein CMD, ein Command Terminal Fenster, und wir laufen das als Administrator laufen. Bestätigen wir mit ja. So, jetzt werden wir erst einmal, bevor wir hier anfangen, auf dieser Kiste was zu verändern, werden wir jetzt die Boot-Einstellungen sichern. Ganz einfach aus dem Grund, es kann sein, dass das schief geht oder dass die Sache nicht passt. Und dann habe ich gern einfach eine Sicherung davon, bevor ich das lösche. Das ist alles auch kein Problem. Ich mache mir hier ein Verzeichnis BCD Backup. BCD ist das Programm, BCD Edit heißt es genau, ist das Programm, was wir dann verwenden werden. BCD Edit, und dann brauchen wir Export, und dann geben wir den Pfad c:/BCD Backup, den ich gerade vorhin erstellt habe, an, und dann geben wir noch bcd.back als Dateiname an, führen das aus, und die Operation ist komplett ausgeführt. Damit habe ich jetzt eine Sicherung. Sollte meine Aktion hier fehlschlagen und ich was anderes rauskillen, dann kann ich natürlich wieder zurück. Ist ein sehr großer Vorteil, sollte man nicht verachten. Hast du keine Sicherung, bist du im Zweifelsfall einfach wirklich der Gelackmeierte. So, dann lassen wir uns mal anzeigen. So, und jetzt müssen wir uns den Identifier der Festplatte raussuchen, wo die Firmware liegt. Wollen wir mal ganz nach oben. Hier haben wir eine richtig schöne lange Liste. Finde ich jetzt eigentlich gar nicht so positiv, wenn ich das hier so zeigen will, weil ich so viel drin habe. Das ist ein bisschen unübersichtlich für euch. Aber es ist gut. Da haben wir einen Bootmanager drin, der interessiert uns nicht. Das ist Bootmanager Windows, interessiert uns auch nicht. Das ist unsere UEFI-Partition. UEFI Network Drive, UEFI ROM. Table Device, Ubuntu, Bingo. Das ist meine Linux-Partition. Ich habe gesehen, auf dem Rechner ist ein Linux Mint drauf. Und das fällt unter Ubuntu, deshalb kann ich jetzt hier getrost sagen, das hier ist meine Description Ubuntu, da bin ich richtig. Und was ich jetzt brauche, ist hier der Identifier. Muss man jetzt natürlich wieder super geil erwischen. Ja, kopiert mit String C. Und dann haben wir den. So, dann düdeln wir mal ganz kurz runter. Brauchen wir einen Editor. Das ist jetzt nur mal kurz eine Kontrolle, das interessiert mich. Ja, der Identifier ist korrekt drin. Da sollte nämlich keine Zeile oder sowas fehlen. Das sollte also wirklich korrekt sein. So, wenn wir den jetzt gefunden haben. So, wir nutzen jetzt aber natürlich auch gleich das Fenster, wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind. Möchte ich das jetzt auch nutzen. Ctrl V. BCD Edit. Dann habe ich leer/delete. Und danach kommt in Spitzenklammern mein Identifier.
Ich baue mir jetzt hier den Befehl gerade im Editor zusammen, weil ich hier eh schon bin. Dann Ctrl+C für kopieren. Dann brauche ich mein DOS-Fenster, also mein Terminal. Ist komplett schwarz, verstehe ich auch wieder nicht. Windows ist manchmal irgendwie eine komische Geschichte. So, Ctrl+V, bcdedit /delete und dann der Identifier. Enter. The operation steht hier unten, complete successful. So, dann was passiert ist, ist ganz einfach. Es ist Folgendes passiert. Wir haben mit diesem Befehl, den wir jetzt hier gehabt haben, den Eintrag aus dem Bootmanager rausgelöscht. Das heißt aus dem Refi, Bootsektor, nenn es wie du willst, ist egal, ist relativ. Auf jeden Fall, der ist weg. Wenn ich jetzt Windows neu starte, dann ist keine Auswahl, kein Bootmenü mehr da. Linux Mint booten, Windows booten, das ist weg. Was jetzt noch bleibt, ist natürlich die Geschichte hier. Hier ist unser Extern4 Laufwerk. Das ist diese Platte. So, die kann ich jetzt zum Beispiel löschen. Partition schnell löschen. Wir brauchen die nicht überschreiben. Das ist nicht nötig. Dann gehen wir hier hin, machen nochmal rechte Maustaste, wir sind hier gleich ganz großzügig und machen das hier alles jetzt in einen Schritt, Größe ändern. Dann blase ich das jetzt mal ein bisschen auf, wobei mir die Datenpartition D, wo die Docker-Anwendungen laufen, eigentlich schon wieder fast so ein Schritt lieber ist. 300, 200, nee, die Partitiongröße, die ist nicht okay. Nochmal Größe ändern, verschieben. Jetzt kommen wir so in den Bereich rein. Machen wir mal 370 Giga. Und die Partition passen da jetzt auch noch an. Ist ein schönes Tool, Aomi Backup. Kann man wirklich lassen. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich arbeite viel damit. Oder ihr könnt auch alternativ von Minitools den Partition Wizard benutzen. Der ist auch sehr gut. Gibt es auch kostenlos zum Downloaden und reicht eine Grundversion für die normalen Sachen, die ihr brauchen werdet, absolut aus. Gut, alles gemacht, was wir hier brauchen. Wir haben 3 Änderungen anstehen. Dann sage ich jetzt, machen wir das Ausführen. Partitionsgröße ändern, Neustart erforderlich. Yep, machen wir. Kann er auch machen. So, und jetzt arbeitet er. Jetzt ist die Frage, ob er wirklich neu startet. Die Meldung kriege ich sehr oft, aber wirklich neu starten tut er eigentlich selten. Aber er stellt jetzt ein Windows PE und jetzt warten wir ab, bis die Festplatte umgestellt ist und dann bin ich wieder für euch da. Ich mache euch so lange auf Pause. Okay, wir sehen, unser Maschinchen hat anstandslos neu gestartet. Ich habe mich schon angemeldet. Docker fährt hoch. Das heißt alles sehr positiv. Wir starten unser Partitionsmanager noch einmal. Schauen da noch mal kurz nach. Und ich möchte nicht updaten. Und jetzt habe ich C, D. Die Partitionen sind auch entsprechend größer. Hier habe ich 500 GB, hier habe ich fast 400 GB, also 375. C und D und dazwischen die Extern4 ist weg. Alle Änderungen korrekt ausgeführt. Operation gelungen, Patient tot. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben natürlich sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann produziere ich diese Videos natürlich in meiner privaten Freizeit und wenn du es gut findest, was ich hier tue und was ich hier zur Verfügung stelle für euch, dann würde ich mich freuen, wenn du den Kanal mit einem Beitrag oder einer Spende unterstützt. Dies ist allerdings freiwillig. Spendenlinks findest du am Ende der Videobeschreibung oder im Blogbeitrag, den ich auch in der Videobeschreibung nochmal verlinke. Dort findest du auch die ganzen Befehlszeilen für bcdedit. Dann solltest du weitergehende Probleme haben mit deinem PC, mit deiner Computeranlage, mit deinem Netzwerk, mit deinem Notebook, mit deinem Einzelplatz, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Dort wirst du geholfen für 25 € die Stunde. Auftrag gegen Rechnung, keine Abos, keine Vertragsbindung, keine Ecken, Haken und Ösen. Kontakt verlinke ich euch ebenfalls unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.